Was ist die beste Oberfräse, die man nachts mit ins Bett nimmt? Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir haben sie endlich heute hier. Nämlich, wir haben hier die neuen Oberfräsen von Bosch auf dem Tisch und die wollen wir uns mit euch heute mal im Detail anschauen. Zusätzlich kamen zeitgleich raus die neuen Oberfräsen von Metabo. Die werden wir uns natürlich auch heute anschauen. Und damit die Reihe auch vollständig ist, haben wir uns alle Neuheiten auf einen Tisch gestellt und das schauen wir uns heute mal an. Denkt dran, wie immer, es gibt etwas zu gewinnen und zwar einen 250 € Einkaufsgutschein. Alles, was ihr machen müsst, einfach mal unten in die Kommentare zu schreiben, was wäre deine liebste 18 Volt Oberfräse? Ihr wart wirklich, wirklich hartnäckig. Ihr habt seit Tagen, Wochen, Monaten, Jahren immer wieder dieselbe Frage gestellt. Wann kommt denn jetzt bitte endlich die neue Oberfräse, die neue 18 Volt Oberfräse von Bosch? Und hier, sie ist da. Sie ist heute endlich hier bei mir auf dem Tisch. Hat ewig gedauert, aber wir haben sie hier bei uns auf dem Tisch. Und die schauen wir uns natürlich an, genau diese beiden Sägen, die GKF und die GLF. Was der Unterschied ist zwischen den beiden Sägen, das schauen wir uns heute natürlich auch an. Aber vor allem auch, wie gut stehen sie denn im Vergleich zu den ganzen anderen Neuheiten da. Denn Metabo hat gedacht, ach komm, wenn Bosch das macht, dann bringen wir auch eine neue raus. Und zwar hier sogar eine richtig große mit 12 mm. Schafft das schon ordentlich. Und wir wollen heute mal schauen, wie schlagen sich die ganzen Neuheiten in den letzten 12 Monaten gegeneinander. Aber welche Geräte haben wir hier eigentlich? Wir haben die Flex CER 18.0 EC, Bosch GLF 18V8, Metabo FMV 18 LTX BL8, Ryobi RTR 18C 18V, Bosch GKF 18V8, Makita RT 001, Metabo OFV 18 LTX BL12, Dewalt DCW 620 und Milwaukee M18 FR12. Jetzt, wo wir wissen, was wir hier auf dem Tisch haben, lasst uns mal über das Thema Preise sprechen. Und ja, die ersten von euch werden das wahrscheinlich so ein bisschen zucken, weil irgendwie passt das hier doch alles nicht zusammen. Denn wir haben hier bei Flex einen Preis von 150 €. Ganz wichtig, wir reden hier immer von dem Solo-Gerät. Das heißt also wirklich das pure Gerät in dem Fall hier so, wie wir es hier haben. Mit Fräskorb, Fräser und sonst nichts weiter. Bei Flex gibt es auch einen großen Packen mit dem großen Fräskorb, den schauen wir uns auch gleich an, mit Akkus und so weiter, dann kostet es weit über 400 €. Aber solo sind wir hier im Bereich 150 €. Bei Bosch sind wir bei der kleinen, bei der GLF bei 190 €, bei Metabo bei 200 €, bei Ryobi bei 220 €. Denkt dran, immer alles solo. Wer hier welchen Schaft hat, da kommen wir auch noch mal dazu. Denn hier bei Bosch haben wir schon 270 € jetzt hier. Und ob das gerechtfertigt ist, müssen wir uns echt mal anschauen. Plus, hier ist es so, dass wenn du den Fräskorb dazu haben möchtest, nämlich den hier, den TE 600, bezahlst du noch mal rund 75 €. Aber auch das schauen wir uns gleich mal an. Dann haben wir Makita 40 Volt, ganz wichtig, alles andere ist ja 18 Volt, mit 300 €. Metabo schon mit 390 €. Aber wir haben hier ein Gerät, wo wir keine Kantenfräse mehr haben, sondern eine waschechte große Oberfräse mit bis zu 12 mm Schaft. Und das ist schon eine ganz andere Sache. Genauso wie hier bei Dewalt 450 € und auch bei Milwaukee auch bei 450, 460 €. Falls du dich für die Geräte interessierst, unten in der Videobeschreibung findest du natürlich wie immer den ehrlichen Preisvergleich. Und, das ist ja jetzt auch schon mal gesagt, bei uns auf der Seite findest du natürlich auch alle technischen Daten. Bevor wir uns gleich die einzelnen Geräte hier anschauen und auch die Unterschiede der einzelnen Geräte mal rausarbeiten, müssen wir über etwas ganz Wichtiges sprechen. Über was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Kantenfräse und einer Oberfräse. Und dazu möchte ich euch mal was zeigen. Das hier ist sieht ja aus wie eine Kantenfräse, oder? Ist das jetzt eine Kantenfräse oder eine Oberfräse? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Denn ich habe das ja jetzt so und jetzt nehme ich das jetzt hier und packe das hier rein. Moment, an die richtige Stelle. Ich packe das jetzt hier rein. Ist das jetzt eine Oberfräse oder ist das jetzt immer noch eine Kantenfräse, weil sie so klein ist? Gute Frage, oder? Und das hier ist doch eine Oberfräse, oder? Weil es so ein riesengroßes Teil. Boah. Aber wenn ich das jetzt so mache, habe ich jetzt hier
Eine Kantenfräse oder eine Oberfräse? Im Grunde ist das irgendwie eine müßige Diskussion. Eine Kantenfräse sag ich eher zu einem Gerät, was etwas schwächer ist und eher für Kanten geeignet ist. Eine Oberfräse ist eher etwas, wo du sagst, okay, damit kann ich auch mal eine Nut ziehen und so weiter und so fort. Jetzt muss man aber sagen, alle diese Geräte hier, auch die kleinen hier, können durchaus auch mal eine kleine Nut ziehen. Das heißt, für dich musst du schauen, was ist für dich nur eine Kantenfräse, was ist für dich eher eine Oberfräse. Aber ansonsten ist es wichtig, alle diese Geräte können Holz fräsen, nur manche sind halt stärker als andere. Also schauen wir uns die Geräte jetzt mal an und fangen bei Flex an und arbeiten uns von günstig zu teuer, hoch oder hochpreisiger kann man eher sagen, weil 150 € ist hier schon eine echte Ansage. 450 hier oben aber auch. Wichtig ist, wir haben hier überall 18 Volt Geräte, außer eben bei Makita, da haben wir ein 40 Volt Gerät. Schauen wir uns das mal an. Wir können übrigens zum Thema Kantenfräsen noch mal eine Sache sagen. Kantenfräsen, ich sag mal, wenn wir jetzt das Gerät hier nehmen, ja, kann man damit jetzt eine Kantenfräse, also eine Kante fräsen, um es richtig zu sagen? Ja, natürlich. Aber wenn du jetzt hier so an der Kante entlang gehst, ist es deutlich vom Handling einfacher zu sagen, naja, ich nehme halt hier ein Gerät, halte das hier unten und bin halt hier so an der Kante unterwegs, anstatt zu sagen, ich habe jetzt hier so ein großes Gerät, mit dem ich hier so entlang gehe. Bei einer sehr großen Kante kann das durchaus auch Sinn machen, aber wenn man so normale oder kleinere Kanten hat, dann macht man das natürlich sehr gerne eben mit so einer Handhabung. Genau dafür sind diese Geräte auch da, beziehungsweise genau dafür sind auch diese Fräskörbe halt da. Ja? Dieser Fräskorb ist explizit nicht dazu da, um eine Nut zu ziehen. Dafür haben wir eben halt auch diesen Korb. Ja? So, schauen wir uns mal Flex im Allgemeinen an. 18 Volt Gerät. Und jetzt schauen wir uns mal genau das hier an, weil das hier macht total Sinn. Wir haben jetzt hier, wartet mal, wir haben hier diesen Ring und an diesem Ring können wir sehr fein die Höhe einstellen. Schaut mal, wir haben jetzt den haben wir hier einmal nach oben gedreht. Ich tue das jetzt mal hier rein. So, es rastet jetzt hier ein. Ja? Also ich kann das jetzt nicht mehr trennen, außer ich drücke hier drauf. Zack, eingerastet. Und jetzt kann ich Folgendes machen, um die Höhe einzustellen. Ich drehe jetzt hier an diesem Rad ganz fein. Und das geht super einfach. Das ist eine ganz einfache Technik. Und ich kann jetzt den schön hier nach oben drehen. Ihr seht das hier. Oder eben wieder nach unten. Und das ist super intuitiv, super einfach und funktioniert richtig, richtig gut. Wenn ich jetzt meine Höhe habe, die ich haben möchte, gar kein Problem. Zack, fest. Und dann hält das auch. Das ist eine richtig, richtig geniale Sache. Wir haben hier die Möglichkeit, natürlich die Geschwindigkeit einzustellen. Die Geschwindigkeit, die wir hier einstellen können, blenden wir dir auch hier mal an der Seite ein. Hier ansonsten nichts weiter zu tun, außer einschalten, ausschalten. Ja, das war es dann auch schon, ja, was wir hier groß an Schaltern haben. Akku rein. Und dann geht es auch schon los. Zusätzlich können wir natürlich jetzt hier Folgendes machen, dass wir den jetzt ruckzuck umbauen von Kantenfräse auf Oberfräse. Dazu haben wir jetzt hier diesen Korb, der nicht beim Solo-Gerät mit dabei ist. Das ist wichtig, das gehört nur zum Set. Aber, um euch das auch zu zeigen, hier geht es auch einfach rein. Jetzt haben wir auf der Rückseite das hier so justieren und können das wie eine ganz normale Oberfräse jetzt benutzen. Der Fräskorb selber ist übrigens sehr schön. Wir können ihn sehr gut greifen, wir können ihn sehr intuitiv auch hier handhaben. Schaut mal hier. Wir können einfach hier so Höhe einstellen, loslassen und dann ist das auch schon fest. Ihr könnt es nochmal nachziehen, müsst ihr aber überhaupt nicht. Ja? Das, was wir hier vorne sehen, ist ein ganz klassischer Höhenanschlag. Wir haben hier einen ganz klassischen Revolver, so wie wir es ja gefühlt seit Jahrzehnten so auch schon kennen. Können hier ja, alles machen, was man normal so kennt und können damit entsprechend arbeiten. Nochmal ganz wichtig zu erwähnen ist, wir haben hier ein Gerät mit einer 8 mm Spanzange. Das heißt, hier kann man auch eben nur 8 mm Fräse einsetzen, beziehungsweise 1/4 Zoll. Das ist nochmal ganz wichtig, weil viele andere Geräte hier haben eine andere Größe. Das musst du wissen. Wenn du heute schon Fräse hast mit meinetwegen 6 mm, kannst du es genau in dieser Fräse eben nicht benutzen. Was man bei der Fräse noch sagen muss, die ist echt schwer. Wir haben hier ein Gerät von 1,6 Kilo als Kantenfräsenversion. Ja, und das ist schon von allen, glaube ich, hier so in der Größe und auf jeden Fall das schwerste Gerät. Zusätzlich noch eine Sache, die ich gerade vergessen habe. Dieses Gerät und alle anderen Geräte, die wir haben, sind washless. Und jetzt kommen wir aber endlich zur kleinen Bosch, zur GLF. GLF ist richtig, GLF 18V8.
Wir haben hier ein Gerät, Bosch gibt es an mit so um die 600 Watt Leistung und zwar auch eine wirklich kleine Kantenfräse. Die ist sehr klein, sehr leicht, hat aber, ich gucke extra nochmal nach, hier ein Gewicht von 1,08 Kilo. Also deutlich leichter als die Flex. Man merkt das auch richtig. Das ist so ein schönes, kleines, handliches Gerät. Kommt ein kleiner Akku rein. 4 Ampere pro Core, perfekt dafür und schon kannst du loslegen, kannst hier so an der Kante arbeiten und kannst du dein Ding machen. Man muss aber sagen, das ist wirklich ein Gerät, was zum Kantenfräsen gemacht ist. Nicht unbedingt, weil es wenig Leistung hat, weil ich muss sagen, in weichem Holz und alles, was wir in Zukunft jetzt hier noch sehen, was ich gefräst habe, ist folgende Einstellung. Wir haben einen 8 mm Fräser, wir haben ihn 1 cm eintauchen lassen und er ist 1 cm breit. Das heißt, das wird quasi ein Kubikzentimeter, wenn wir so durchziehen, halt auch rausnehmen, beziehungsweise nochmal deutlich mehr. Ihr wisst, was ich meine. Ja? So, und ich habe das Gerät genommen und bin jetzt wirklich schön durchs Holz durchgegangen und was sehen wir? Es funktioniert. Es ist nicht so, dass es jetzt super spielend leicht geht, aber man kommt schön durchs Holz und man sieht, dass man auch mit der kleinen Oberfräse hier schon auch eine gute Nut ziehen kann. Und 1 cm einfach so ins Material eintauchen, würde man normalerweise eigentlich auch nicht machen, sondern man würde ja ein bisschen Stück für Stück runtergehen, um ein schönes, sauberes Ergebnis zu haben. Aber das kann die. Das heißt, Kanten kann sie in jeder Form auch ohne Probleme. Einfach Fräser drauf, ran und los geht's. Gucken wir uns die Fräse mal etwas genauer an. Wir haben hier die Möglichkeit, hier auch die Geschwindigkeit einzustellen, ja, stufenlos von 1 bis 6. Haben dann hier den Ein-Ausschalter. Ja, hier können wir den Akku einsetzen oder eben auch rausnehmen. Und dann sehen wir hier Folgendes. Wir können hier fein die Höhe einstellen. Das geht eigentlich ziemlich gut, kann man nicht sagen. Das funktioniert. Ja, schön hoch, schön runter, wenn man die perfekte Station hat. Einfach fest, intuitiv, ist wirklich super intuitiv. Auch wenn du die Fräse hier einsetzen möchtest, einfach raus, zack rein, zack raus. Ja, überhaupt kein Problem. Ja, wenn man es oft genug macht, dann fällt es auch mal auseinander. Aber ihr seht, das funktioniert eben wunderbar. Und das hier ist gar kein Makel, ja, das funktioniert wirklich einwandfrei. Jetzt muss man eine Sache sagen, falls du dich fragst, ja, was ist denn hier los? Das ist eine andere Fräse und auch ein anderer Motor. Du kannst übrigens hier auch nochmal die Tiefe ablesen, wenn du es hier im Korb drin hast. Ja? Wir haben wirklich einen deutlich kleineren Motor als bei der anderen Maschine, die wir uns auch gleich angucken. Das ist ja der große Bruder, deutlich größere Maschine, deutlich größerer Motor und auch der Fräskorb der anderen Maschine passt nicht. Das ist wichtig hier. Ihr seht hier, das passt nicht zusammen und auch der große Fräskorb passt hier nicht drauf. Viel mehr gibt es zum Fräser eigentlich gar nicht zu sagen, außer ein kräftiges, starkes, schönes Gerät, schöne Kantenfräse kann man sehr gut benutzen. Kommen wir zum Metabo und hier auch eine reine Kantenfräse, die du wirklich sehr gut hier schöne Gummierung, sehr gut handhaben kannst. Kannst sie so in die Hand nehmen und kannst mit ihr entsprechend fräsen. Was man bei der Fräse sagen muss, ist, das Ding ist echt stark. Da ist richtig Kraft dahinter. Kannst du auch mal eine Nut ziehen, kannst machen und tun. Also für eine Kante ist die hier mehr als geeignet. Tolles Gerät, wirklich tolles Gerät. Was ich sehr gern mag, ist der Fuß, den wir haben, oder der Fräskorb. Ja, er ist nicht aus Metall, aber ich finde ihn sehr schön gearbeitet. Schaut euch das mal an. Wir haben jetzt hier Folgendes. Das Ganze hier alles aus Kunststoff, ohne Frage. Und natürlich, wenn das 5-mal runterfällt, dann wird das irgendwann auch brechen. Aber ich finde, man kann hier sehr gut reinschauen, ist sehr schön gearbeitet. Wir haben das Gummi hier sehr, sehr schön. Auch da kann man mal so noch mal zwischendurch gucken. Aber wir haben hier Folgendes. Wir sehen hier die Feinjustierung. Wir sehen genau, aha, hier soll es rein, dann zack rein. Ich kann das hier fein justieren, das funktioniert sehr gut. Auch hier habe ich hier nochmal eine Skala, die ist an dem Fall nicht aufgedruckt, sondern rein gefräst, rein gelasert. So, rein, kann das hier entsprechend einstellen und kann dann hier, zack, fest und das war's. Das ist sehr intuitiv gemacht. Man kann hier noch ein bisschen Zubehör anbauen, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Und dann haben wir hier unsere Fräse und können dann entsprechend arbeiten. Wir haben hier noch die Möglichkeit, die Geschwindigkeit einzustellen. Hier auch so wie bei anderen 1 bis 6 und hier an, aus und dann geht es auch schon los. Wichtig ist nochmal folgende Information. Wir haben hier die Möglichkeit 6 und 8 mm Fräser zu nutzen. Das heißt, egal welche du hast,
hier gar kein Problem. Übrigens noch mal ein Hinweis, wir sind hier im CAS-System. Bei Bosch kommen wir gleich nochmal zur M-Share, aber hier können wir dementsprechend alle Akkus aus dem CAS-System hier nutzen. Eine Sache, die ich ganz vergessen habe, ist das Thema Gewicht. Hier eben bei Metabo waren wir bei 1,06 Kilo, bei Bosch 1,08, da haben wir rund beide 1,1 Kilo. Beides sehr handliche, kompakte Geräte, gar kein Problem. Hier bei Ryobi ist es so, wir haben etwa so 300 Gramm mehr Gewicht. Ja, ist ein bisschen schwerer. Und das Gerät an sich auch ein bisschen gefühlt größer. Und nochmal ganz wichtig, wir haben hier ein 6 mm bzw. 1,4 Zoll Schaft. So, wie stark ist das Gerät? Man kann eine Sache sagen, und zwar, es ist von allen hier auf dem Tisch auf jeden Fall das schwächste Gerät. Ich habe damit gearbeitet, man merkt schon, dass er sich ein bisschen schwer tut und wenn man so richtig dran zerrt, dass das Gerät schon wirklich so ist kurz davor, richtig in die Knie zu gehen. Ist das ein Problem? Nee, eigentlich nicht, weil wir haben ja wirklich eine Kantenfräse. Selbst wenn du wirklich einen ordentlichen Radius nimmst, ein Hartholz, gar kein Problem. Lass uns das Gerät auch mal im Detail anschauen. Hier erstmal unser großer Akkuklotz, den nehmen wir auch mal raus zur Sicherheit. Wir haben hier unsere Möglichkeit, dass wir hier einfach sagen, okay, Geschwindigkeit einstellen, auch hier wieder bis 6, dann einschalten, ausschalten. Schöner Schalter übrigens, ja. Dann haben wir hier Folgendes, wir können das hier rüberziehen und jetzt haben wir Folgendes, wir können das Gerät nicht einfach so runternehmen, sondern ich drücke hier drauf, zack, dann kann ich es rausnehmen oder zack, wieder rein und dann kann ich jetzt über die Feineinstellung das hoch und runter stellen. Ja? Ich kann es so auch theoretisch rausdrehen, aber es macht gar keinen Sinn, sondern ich mache es einfach hier raus oder hier auch mal richtig tief rein und dann kann ich es wieder nach oben stellen. Das ist super intuitiv und so ist es wirklich fest. Das ist eine coole Lösung und funktioniert eigentlich richtig gut. Was ich auch gut finde, ist, dass man hier eigentlich so nochmal eine etwas verlängerte, besser gesagt, Auflagefläche hat. Das heißt, wenn ich jetzt hier an der Kante entlang gehe, habe ich hier eine schöne Auflagefläche eben auf der Seite oder auch von der anderen Seite, kann ich es ganz genauso machen. Schaut euch jetzt mal im Vergleich zu den anderen an. Hier habe ich natürlich immer einen relativ kleinen Tisch und diese Kleinigkeit kann schon einen Unterschied machen. Für viele von euch wird genau das hier das Highlight des Videos sein, und zwar die GKV 18V8. Ja, das ist die neue Oberfräse, 18 Volt Oberfräse von Bosch, die eben nicht nur für Kanten geeignet ist, wie diese hier, sondern wirklich für den normalen Einsatz als Oberfräse. Und ich kann dir eine Sache jetzt schon sagen, bevor wir uns das Gerät mal im Detail angucken. Das Ding ist eine Wucht. Das ist enorm krass, wie viel Power in dem bisschen hier steckt. Also ihr müsst euch das wirklich mal vorstellen. Wir haben hier oben Antriebseinheit und das hier ist der Motor. Das ist ja alles. So klein ist das Ganze. Und jetzt, wenn ihr euch das mit anderen Geräten hier mal vorstellt, nehmen wir mal hier so ein Metabo oder keine Ahnung hier Dewalt. Das ist schon einfach ein anderes Ding. Wir haben hier wirklich ein ganz kleines, kompaktes Gerät, aber mit einer Kraft, das ist der Hammer. Ich muss mal das Gerät hier zunehmen, das ist nicht neu, das ist das Gerät von Dewalt. Auch 18 Volt, kompatibel auch zu 54 Volt. Die beiden Geräte hier sind etwa gleich stark. Ich würde sagen, die Dewalt ist vielleicht ein Hauch stärker, aber das Ding hier hat wirklich, wirklich Bums. Ich habe hier mal Folgendes gemacht, dass ich hier mein Stück Konstruktionsvollholz, beziehungsweise ich glaube es Kiefer in dem Fall, genommen habe und habe einfach mal durchgezogen. Und zwar innerhalb von, also diese 20, 30 Zentimeter innerhalb von 1, 2 Sekunden, einfach so zack durch und nochmal durch, auf 1 cm Tiefe, 1 cm Breite. Und das interessiert die nicht die Bohne. Und das ist immer noch kein schweres Gerät. Gewicht blenden wir hier mal ein. Das ist ein schönes, kompaktes, leichtes Gerät. Zusätzlich muss man sagen, jetzt hier so mit Akku hat es einen schönen Schwerpunkt. Und wir sehen jetzt hier so eine schöne Einkerbung, sage ich jetzt mal. Das Gehäuse geht jetzt nicht gerade runter, sondern ich kann hier schön meine Hand reinlegen. Dadurch habe ich es wirklich sehr gut im Griff, je nachdem, halt, was ich mache. Also fürs Kantenfräsen will ich genial hier rein und dann kann ich es sehr schön greifen. Gucken wir uns das Ganze mal wirklich auch als Kantenfräse an. Hier muss ich mal aufpassen, dass ich es auch richtig mache. Moment. Und zwar gehört das so rein, zack.
und rein. So, jetzt habe ich es mal in der maximalen Tiefe hier drin. Jetzt kann ich es hier nochmal um so eine Gummierung und jetzt kann ich es hier so reingreifen und schön handhaben und dann kann ich damit entsprechend arbeiten. Ja, das funktioniert und ich sage euch, das ist wirklich auch ein sehr, sehr schönes Handling. Gar keine Frage. Dann schauen wir uns mal an, wie wir das Gerät einstellen. Da ist es so, auch hier haben wir unsere Justierung, also unsere Geschwindigkeit, die wir einstellen können. Wir haben hier unseren Schalter. Ja, hier ein, aus. Das ist hier abgefallen. Das liegt daran, dass ich es vorher nicht festgeschraubt habe. Das ist ganz normal. Aber das machen wir auch gleich nochmal im Detail. Hier nochmal interessant, der Schalter ist gummiert und ringsherum umschlossen, damit hier in die Elektronik kein Schmutz reinkommen kann. Dadurch haben wir eine gewisse Kapselung und das Gerät wird dadurch deutlich länger halten. Schauen wir uns mal Folgendes an, nämlich die Justierung, die Feinjustierung. Das Gerät hier, habt ihr gesehen, ich kann sehr schnell einfach hier rein, raus, das geht. Aber wie kann ich jetzt die Höhe justieren? Ganz einfach. Ich kann das jetzt hier reinstecken, kann eine Höhe, die ich haben möchte, nehmen und kann machen hier Klick. Ja, also hier seht ihr, lose und geschlossen. Auf die Art und Weise ist jetzt hier erst einmal in der Höhe justiert. Ja, und ich kann es jetzt aber fein justieren über das Rädchen hier. Seht ihr das? Geht langsam hoch oder auch entsprechend langsam wieder so runter, 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 runter. Ja, das funktioniert. Wenn ihr die finale Position habt, dann macht ihr Folgendes. Ja, also erstmal wichtig, wirklich hier von der Position auf diese Position nehmen, fest und dann ist es auch schon fest. Akku rein und dann könnt ihr damit arbeiten. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, wir haben hier eine Schaftgröße von 6 mm, 8 mm oder auch 1/4 Zoll. Und jetzt müssen wir mal hier drauf eingehen, denn wir haben hier die Erweiterungseinheit, die man schon kennt, und zwar die TE600. Nicht neu, die gibt es schon eine ganze Weile, war mit den alten Fräsen kompatibel, ist es natürlich auch immer noch. Und die neue Fräse, eigentlich muss man eher sagen, die neue Fräse ist mit dem alten TE600 kompatibel. Und da können wir die Fräse jetzt auch mal reintun. Und dadurch wird aus dieser Kantenfräse eine vollwertige Oberfräse. Und dann schaut ihr euch das mal an, wie schnell das Ganze funktioniert. Zack, rein und los geht's. Moment, das muss hier rein. So. So, genau. Einmal so. Und das war's. Und schon geht's los. Und jetzt haben wir hier unsere T600 für rund 75 € und können das benutzen wie jede normale Oberfräse. Zusätzlich haben wir hier unseren Revolver, Höhenanschlag und so weiter und so fort, was man so kennt. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, eine Staubabsaugung zu benutzen, wie auch bei Flex und so weiter und so fort. Was mir persönlich auffällt bei der T600 ist, dass er nicht so schön gleitet wie andere Oberfräsen. Wenn ihr jetzt mal schaut, merkt ihr das? Und das ist jetzt nicht nur bei mir so, das habe ich auch schon bei den anderen gehabt. Das ist nicht perfekt, wie es eben bei zum Beispiel der Metabo hier ist, wo ihr seht, man sieht hier sehr schön, ja, das ist einfach ein bisschen was anderes. Man muss aber auch sagen, es ist ein Zubehörteil, kostet rund 75 € und ist auch keine Neuentwicklung. Vielleicht gibt es irgendwann mal was Neues. Das macht die Fräse jetzt zu keiner schlechteren Fräse, ist sie dadurch universell einsetzbar, ohne Frage. Wir sind hier aber auch schon so bei einem Preis von 350 € und deswegen schon sehr nah hier bei der Metabo ran. Und die sollten wir uns auch gleich mal so im Verhältnis zueinander anschauen. Aber nochmal ganz wichtig, die Fräse an sich ist ultra stark, wirklich, wirklich gut und macht auch richtig, richtig Spaß. Wenn du im System Bosch unterwegs bist oder im M-Share-System allgemein, dann ist das eine mega, mega, mega gute Fräse. Also da kann man überhaupt nichts zu sagen. Und das, was ich hier meinte, das ist so Meckern der letzten 2% vielleicht. Nochmal ein Hinweis, die Fräse fühlte sich ein Tick stärker an mit einem Procore-Akku, also dem großen 5,5 oder 8 Ampere Procore. Bei dem 4 Ampere, den wir haben, ist es ja so, dass wir hier dadurch keinen Brushless-Motor betreiben können. Haben wir hier aber auch nicht. Wir haben hier einen ganz normalen Motor, was echt krass ist bei dem kleinen Teil mit der Kraft, aber er profitiert, glaube ich, schon ein bisschen vom großen Akku.
Bevor wir gleich zu Makita kommen, wenn ihr von der Bosch nochmal einen detaillierten Test mit allem drum und dran, meinetwegen auch mit der Kantenfräse haben wollt, wo wir wirklich alles einspannen, gucken wie tief, hoch, wie schwer, wie was auch immer, dann machen wir eine große Einzelvorstellung. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt. Kommen wir jetzt zu Makita und da sage ich einfach nur, ist dieselbe Fräse, wie ihr schon 100 Mal gesehen habt von mir. Also ich stelle die auch nicht nochmal im Detail vor, weil das macht irgendwie gar keinen Sinn. Diese Fräse, ja, wir haben jetzt hier das 40 Volt Gerät hier oben drauf, aber genau diese Fräse, genau dieser Fräskorb, genau das, was wir jetzt hier so sehen, all diese ganzen Sachen sind ja im Set mit dabei. Das ist dasselbe wie beim anderen Gerät. Das ist gefühlt schon 100 Jahre mal alt und schon 100 Mal gesehen. Ja, natürlich, wir haben jetzt ein 40 Volt Gerät und ja, das fühlt sich auch ein Tick, aber nicht nur ein Tick stärker an. Und ja, wir haben hier eine Sache, die ganz cool ist, und zwar haben wir hier die Möglichkeit, unseren Sauger damit zu verbinden und automatisch den Sauger zu starten. Das ist schon sehr cool, hatten die anderen Geräte hier nicht. Natürlich gibt es andere Technologien, um es anders zu machen und so weiter und so fort, aber hier ist es direkt im Gerät verbunden. Ansonsten gibt es hier auch wirklich nicht mehr viel dazu zu sagen. Wenn ihr mehr von diesem Gerät wissen wollt, haben wir ja zum 18 Volt Gerät mehrere Videos gemacht. Schaut euch das einfach mal an. Wo wir hiervon bei Flex oder zum Beispiel auch bei Bosch Metabo gestartet sind, bei 1,1 Kilo, haben wir hier schon satte 3 Kilo auf der Uhr. Aber jetzt muss man ganz klar sagen, wir müssen hier jetzt so einen Cut setzen, denn wir haben hier eine andere Geräteklasse oder zumindest eine Geräteklasse, die etwas anderes will. Denn hier haben wir zum allerersten Mal einen 12 mm Schaft. Das heißt, wir können auch richtig große Fräser, ich zeige euch das mal, wir können ja zum Beispiel mal vorher, hatten wir solche Fräser, ja, sowas hier als Fräser. Jetzt haben wir so etwas als Fräser, was wir hier einspannen können. Und wir sehen es ja hier vor allem jetzt mal im Unterschied. Ja, hier haben wir 8 mm, 12 mm und das schon etwas komplett anderes. So, und der Metabo kann genau das einspannen. Es kann 6, 8 und 12 mm einspannen. Das heißt, Metabo sagt, das hier ist ein echt starker Motor, der das natürlich auch abkönnen muss. Und was ist die Antwort? Ja, kann er. Ist er jetzt genauso stark wie Dewalt oder wie Milwaukee? Nein, die beiden sind schon noch etwas stärker. Aber wir haben hier auch ein relativ kompaktes Gerät mit 3 Kilo, mit 12 mm Spannzange und mit einem schönen, noch kompakten Handling. Denn wenn ihr euch das anschaut, das ist schon noch mal ein ganz anderes Gerät. Wir sind hier aber beim Preis von rund 390 €. Und jetzt, deswegen macht es das für mich auch so schwer in der Differenzierung. Wenn wir jetzt mal, ja, nochmal das Gerät von Bosch uns anschauen. Wir haben hier ein Gerät 72 € plus 75 €, sind wir bei 350 € in diesem Setup. Das ist schon sehr nah dran an dem hier. Jetzt kann ich mit der Metabo natürlich wieder keine Kanten fräsen. Wenn du jetzt also eine Kantenfräse suchst, ist Bosch natürlich deutlich besser. Wenn du sagst, ich möchte einfach nur Oberfräsen oder eher Oberfräsen, ist das hier ein Gerät, was durchaus noch mal ein bisschen potenter ist und noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, ja? Weil durch 12 mm kannst du nochmal auch wirklich so große Fräse auch aufnehmen. Wenn man das braucht, natürlich können wir hier auch sehr breite Nuten ziehen, das ist gar kein Problem. Wir können entsprechend eine Nut ziehen, ein bisschen verrückt, eine nächste Nut ziehen, das geht alles. Das muss man immer für sich selbst wissen, brauche ich so etwas überhaupt. Wie stark ist der hier? Sehr stark. Er macht wirklich einen guten Dienst, hatte ich ja gerade schon gesagt. Wie ist das Handling? Dann lass uns mal das Gerät vielleicht mal im Detail anschauen. Wir haben hier die Geschwindigkeitseinstellung, ganz klassisch wie bei den anderen Geräten auch. Wir haben hier kein Ein-Ausschalter, sondern hier haben wir den Akkuschalter, da drauf, Akku raus, ja, sondern der Ein-Ausschalter ist hier. Und das finde ich sehr schön, dass es hier ist, weil damit habe ich ein viel besseres Handling auch nochmal. Ich kann hier drauf drücken und so, das heißt also, ich kann hier das einschalten, auch auf Dauer ein, wie du es gerade gesehen hast. Das finde ich gut. Zusätzlich haben wir hier eine sehr schöne Höhenverstellung, ja, die wir sehr schön einstellen können und können das dann hier runterdrehen, hier und fest. Das funktioniert, ist nicht ganz so intuitiv wie bei Dewalt oder Milwaukee, aber lose hier fest funktioniert. Daran jetzt hier rumzumäkeln, das sind Kleinigkeiten. Das muss jeder selber wissen, ob einem das jetzt hier taugt oder nicht taugt. Ich persönlich finde es ganz gut, funktioniert.
Und jetzt beim Erzählen dieses Gerätes ist mir eine Sache aufgefallen, und zwar haben wir bei 2 Geräten, die ich euch schon gezeigt habe, etwas vergessen, und zwar etwas Wichtiges, und zwar die Spindelarretierung. Hier bei Metabo ist es zum Beispiel so, wenn ich hier die Spindel, wenn ich hier etwas wechseln möchte, hier, ja, also wenn ich hier einen anderen Fräser reintun möchte, dann muss ich Folgendes machen. Ich muss hier drauf drücken, drehen, drehen, drehen. Jetzt ist es eingerastert und jetzt kann ich das hier wirklich festziehen. Brauche aber Hand 1, Hand 2. Bei Bosch ist es nicht so. Bei Bosch können wir Folgendes machen. Hier haben wir hier eine Spindelarretierung. Wir können das hier rumdrehen und in dem Moment macht es jetzt gleich, Moment, zack, jetzt ist es fest und ich kann jetzt hier die Spindel festziehen oder lösen. Und wenn ich fertig bin, einfach zur Seite und dann ist es fertig. Das heißt, ich brauche nicht beide Hände, sondern ich kann mit einer Hand das hier schön greifen und kann das dann festziehen. Das ist eine wirklich geniale Sache. Übrigens, wenn ich das hier anziehe, so, und dann das Gerät einschalte, dann sagt er einfach nur, oh, hier stimmt irgendwas nicht. Wieder draufdrücken, zurück und schon könnte ich jetzt wieder einschalten. Das Ganze ist bei Flex ähnlich, aber nicht gleich. Bei Flex ist es so, dass ich hier einen Hebel habe, den ich so nach unten drehe, drücke besser gesagt, Moment. Ist das jetzt schon fest? Jo, fest und das war's. Und wir nach oben und jetzt ist es lose. Ja, genau, jetzt kann ich es drehen, fest. Genial, also auch hier mit einer Hand. So, das ist nochmal ganz wichtig, je nachdem, wie viel Komfort ihr haben wollt. Wie wichtig das für euch ist, das müsst ihr für euch entscheiden, aber ich fand das hier schon sehr innovativ. Kommen wir zu unseren letzten beiden Geräten, Dewalt und Milwaukee. Beide habe ich im Detail schon mal vorgestellt, auch auf der Messe mir schon mal angeschaut. Die Videos dazu findet ihr hier oben verlinkt. Guckt da bitte mal rein, da kriegst du noch mal alle Details erklärt. Das Wesentliche für das Gerät ist, oder für beide, es sind 12 mm Schaftgeräte. Die sind wirklich für härteste Anwendungen gedacht und können das auch. Die Besonderheit an dem Gerät sind aus meiner Sicht so mindestens mal 3 Dinge. Nummer 1 ist es hier die Absaugung. Die geht nämlich hier durch den Fuß hier hinein, hier oben wieder raus. Und es ist so geformt, dass hier wirklich eine Aussparung ist und alles, was da so drin ist, wird perfekt, aber auch wirklich perfekt abgesaugt. Finde ich mega gut. Nummer 2, wir haben hier Kickback-Control. Das heißt, wenn das Gerät irgendwie so rumruckt, dann geht es aus. Das ist das einzige Gerät, was genau das kann. Finde ich mega gut. Nummer 3, was hier sehr besonders ist, ist die Arretierung, die wir haben. Ja? Das heißt, wir können das hier jetzt irgendwo hin einstellen und können dann, zack, und es ist fest. Ich mag das sehr, sehr gern. Das ist eine schöne Einstellung, funktioniert auch sehr gut. Das Gerät selber ist schön in der Hand. Wir haben hier auch eine schöne Justierung, wie wir das anmachen. Hier. Wir haben hier aber auch einen Sicherheitsschalter hier. Das heißt, wir können es nicht einfach drücken, sondern können das so nur drücken. Also das ist schon echt ein geniales Gerät. Auch hier, dass wir die Geschwindigkeit hier mit dem Daumen einstellen können. Das heißt, ich habe hier das Gerät in der Hand, kann hier die Geschwindigkeit mehr einstellen, kann entsprechend arbeiten. Ich finde die hier richtig, richtig gut. Milwaukee, auch ein riesen Ballermann. Wirklich, also ist ein enorm großes Gerät, aber sehr durchdacht. Hier bekommt man ja auch nochmal das hier als zweiten Fräskorb mit dazu, wo du mit der Hand dann entsprechend arbeiten kannst, dass du jetzt sagst, okay, ich kann so damit arbeiten, also als Kantenfräse nutzen oder auch so nochmal als Kantenfräse nutzen, je nachdem, wie du es möchtest. Wir haben hier als Besonderheit, es ist enorm robust gebaut. Ja? Aber auch hier ist die Höhenverstellung eigentlich gar nicht so schlecht. Hier ist es so, ich drücke das lose, gehe irgendwo hin, lasse los und das ist wirklich perfekt eingestellt. Das funktioniert einfach. Nochmal hier rein, loslassen und das war's. Also wirklich genial. Was ich auch sehr schön finde, besonders an dem Gerät, ist hier die Feinjustierung. Wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze sehr fein einzustellen, ja, über das Rädchen und haben hier eine tolle Einstellung. Ich zeige euch das auch nochmal, wie man das wechselt. Moment. Einmal hier raus, dann hier rein. So, Moment. So, und jetzt schaut nochmal, hier kann ich jetzt die Höhe entsprechend einstellen. Ihr seht es vor allem jetzt mal hier unten. Vielleicht kann man das ganz gut reinkriegen. So, und wieder
nach oben. Was ich jetzt ganz vergessen habe zu erwähnen, ist, bei Dewald habe ich auch eine Connectivity-Funktion für den Sauger. Das heißt, das Gerät von Dewald kann den Sauger von Dewald auch automatisiert einschalten. Ja, finde ich ganz toll. Und ich weiß, dass einige von euch sagen, Mensch, Akku, Oberfriesen, braucht man das überhaupt? Eigentlich macht das auch gar keinen Sinn. Für mich macht es das auf jeden Fall, weil ein Kabel weniger ist ein Kabel weniger. Und es gibt auch viele Momente, wo man eben nicht immer absaugt. Das ist nur meine Meinung. Ja, und dann kann man sofort arbeiten. Übrigens gibt es für viele der Geräte noch mal ganz viel Zubehör. Da gibt es Kleinigkeiten, so Absaugadapter, zum Beispiel bei Bosch und so weiter und so fort. Deswegen von euch, bitte schreibt in die Kommentare, wo wir sagen oder wo ihr sagt, da sollen wir noch mal ins Detail reingehen. Sollen wir hier mit der Metabo noch mal so richtig der auf dem Zahn fühlen oder nicht, oder bei der Bosch oder. Wenn ihr mich übrigens fragt, was ist mein Fazit zu den Geräten, was ist das Beste, kann man auf keinen Fall sagen, weil wir haben ganz viele verschiedene Leistungsspektren. Man kann aber eine Sache sagen, jedes dieser Geräte hat seinen Einsatzzweck, und wenn du in dem Akkusystem bist, von zum Beispiel Makita, dann kannst du mit dieser Fräse auf jeden Fall jede Menge Spaß haben. Wenn du bei Bosch bist und so weiter und so fort. Übrigens eine Sache, die ich vorhin nicht erwähnt habe, bei Makita finde ich diesen Fräskorb einfach einen Tick klein. Der ist relativ klein gearbeitet und der ist von der Handhabung nicht mehr, ich finde, nicht mehr ganz zeitgemäß zu den anderen Geräten. Aber es funktioniert. Was ich mich frage ist, gerade bei den beiden, die fangen sich langsam an zu überschneiden, da bin ich sehr gespannt, was eure Meinung ist. Eher die Metabo oder eher die Bosch? Oder sagt ihr, ja, ich bin sowieso ein MRM-Akkusystem, ist für mich eigentlich völlig egal. Würde mich super interessieren. Ich glaube, ich muss noch mal ausführlich testen. Für heute soll es das erstmal gewesen sein und für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.